Ich brauche eure Meinung. Ich bin total glücklich. Wind ist ablandig und Strömung ist quer dazu. Eigentlich haben wir den Zenit übersprungen. So Freunde, ich muss ja sagen, ich bin happy. Ich bin gerade wieder am Schrauben und viele von euch können sich vielleicht erinnern, Nazaré ist uns das Bugstrahlruder kaputt gegangen und wir haben alles durchsucht, wir haben mehrfach gemessen, kamen nicht drauf. Jetzt hatten wir kürzlich das Phänomen, dass hier am Ladegerät wir nur noch sehr geringe Spannung hatten, also 9,8 beim 24 Volt System, und daraufhin haben wir uns entschlossen, neue Batterien zu kaufen. Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass ein Kabel lose war und ein Kabel durchkorrodiert war. Und das habe ich ersetzt und das Bugstrahlruder funktioniert wieder. Ich bin echt happy, aber ich brauche eure Meinung. Gehen wir mal nach vorne. Zwei Sachen würde ich gerne von euch wissen. Das hier war, wie Plus und Minus zwischen den zwei Batterien vorher verbunden war. Also zum einen Korrosion dran, zum anderen eine offene Litze und ja, so ein Pressschuh. So, das war das eine. Und das war noch mit einer fiesen Konstruktion, hier mit Schraube durch, nochmal auf dem Polschuh befestigt. Auf einer von diesen Schrauben war das befestigt, also eine fiese Konstruktion. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe hier ein dickes Kabel genommen und vielleicht kann man es links sehen. Ich habe die Enden verlötet, also mit der richtigen Lötlampe heiß gemacht und dann Lot reingeschmolzen und dann mit den Schrumpfschläuchen wieder verbunden. So, und genau das ist meine Frage. Was ist denn besser aus eurer Sicht? Das, was ich jetzt gemacht habe, man soll ja eigentlich nicht löten am Boot, das ist mir durchaus bewusst. Allerdings haben wir hier im Bug eigentlich überhaupt gar keine Vibrationen, jedenfalls keine Motorvibrationen. Und was mir halt auch nicht gefallen hat, war, dass es komplett offen war und die Korrosion. Also, was findet ihr besser? Diese Konstruktion oder was ich jetzt gebastelt habe? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ich habe kein Polfett. Ich habe jetzt wasserfestes Marinefett genommen. Weil es geht aus meiner Sicht ja nur darum, dass man die Polkappen vernünftig, also die Polklemmen vernünftig wieder abkriegt und dass sich darunter keine Korrosion breit macht. Also, erste Frage, welche Konstruktion ist besser, alt oder neu? Was hier den Durchverbinder zwischen den zwei Batterien ist. Und was haltet ihr von dieser Lösung mit wasserfestem Fett? Sollte man das machen auf der Polkappe? Also, vielen Dank und rein in die Kommentare. Interessiert mich sehr eure Meinung dazu. Und ich baue jetzt hier alles wieder zusammen und ich bin total glücklich. Das hat uns echt gestresst, das Bugstrahlruder, dass das kaputt war. Es war zwar auch eine gute Übung, jetzt mal die Manöver alle ohne Bugstrahlruder zu fahren. Das hat uns deutlich weitergebracht. Also mich auf jeden Fall, ich mache sowas gerne. Wir waren vorhin einkaufen, wir haben jetzt gebunkert für die Fahrt. Geht weiter, alles schon verstaut, mehr oder weniger. Und es gab eine Bio-Kiste, eine Kiste bei Continente mit Überraschungsobst und Gemüse. Und die Kiste war, ja, ich sag mal 90% gefüllt mit Äpfeln. Und jetzt haben wir Äpfel bis zum geht nicht mehr. Und Christoph jammert immer rum, dass der
Apfelmus so teuer ist in Portugal. Und jetzt hat er eigentlich die allerbeste Gelegenheit, sich seinen Apfelmus mal selber zu kochen. Das kann man nämlich machen, das ist gar nicht so schwer. Das Einzige, was nervig ist, ist, man muss die Äpfel schnippeln. Schälen. Ja, wir haben doch einen Mixer. Schälen und schnippeln. Auch noch in den Mixer hauen. Ja, das Das ist dann Raw-Apfelmus. Das Kerngehäuse muss ja trotzdem raus. Nee, muss nur lang genug laufen. Wir sind so in den letzten Zügen aufzuräumen. Heute geht es nach langer Liegezeit von Lissabon aus erstmal nach Oeiras raus. Und dort wollen wir eine Nacht bleiben und morgen geht es dann weiter. Und ja, wie es so ist, sammelt sich alles Mögliche an Deck an über die Zeit, Schläuche und Rollrasen, Gartenstühle. Ja, Gartenzwerge. Na, aber es stimmt tatsächlich, draußen auf dem Steg liegen 2 Fußabtreter von uns, die müssen auch noch rein. Tschüss, Packe, dass das so ist. 5 Monate und du weißt immer noch nicht, wie man es ausspricht. Das Naschisch. Das Naschisch. Das Naschisch. Ah. Und ist gut wieder zu segeln? Ja, aber der Abschied nehmen von dieser tollen Stadt. Aber man muss ja weggehen, um zurückkommen zu können. Das ist wohl wahr. Ja? Ich finde, das fühlt sich total ungewohnt an, das Segeln jetzt, findest du nicht? Ist das für dich wie immer gemacht und gar nicht anders? Doch, das ist schon anders. Also es ist schon jetzt wieder dran gewöhnen. Also deswegen, es wurde jetzt wirklich Zeit. Wenn wir jetzt nicht gefahren wären, wären wir gar nicht mehr gefahren. Wir hätten auch schon, also eigentlich haben wir den Zenit übersprungen. Wir hätten eigentlich schon, aber es war ja kein Wetter. Ja, das stimmt wohl. Wir hätten hier vor 2 Wochen schon fahren müssen. Da war es spätestens. Das Wetter jetzt wird genau richtig sein für das, was wir vorhaben, fürs Frischstarten nach so langer Zeit und so weiter. Gespannt, wie das gleich wird mit der Einfahrt, ne, und der Strömung. Weil der Wind ist ablandig und Strömung ist quer dazu. Also wir haben jetzt 3 Knoten Strömung, mal gucken. 3 bis 4 Knoten quer zur Hafeneinfahrt. Mal gucken.
hier seht ihr die komplette Crew von Hafenkino. Marion, Christoph und den Außenborder. Und der Friseur ist immer noch tot. Danke. Der Friseur ist nicht tot, du kannst es einfach nicht. Das macht auch keinen Sinn. Ja. So. Genau. Christophs Haare sehen ein bisschen komisch aus. Der war gerade tauchen, sich das Unterwasserschiff angucken. Wir sind losgefahren. Man soll es kaum glauben, nach ein paar Wochen in Lissabon. Der Abschied fiel trotzdem schwer und ja. Aber ich meine, guckt euch mal den Hintergrund an. Das ist doch das, für was, wofür wir losgefahren sind. Also, Genau. Schön. Es ist allerfeinstes Wetter. Wir möchten uns gerne bedanken. In dem letzten Video hatten wir ja gebeten, wer noch Ostergeschenke bestellen möchte bei Amazon, das doch bitte über einen Link aus der Beschreibung machen, und das hat wunderbar geklappt. Wir haben eine Freudes-E-Mail von Amazon bekommen. Ihr seid aufgenommen im Partnerprogramm. Vielen Dank dafür und natürlich auch gerne zukünftig einfach über einen Link der Beschreibung bei Amazon bestellen. Was ihr bestellt, ist egal. Keiner weiß es, keinen interessiert, aber wir bekommen eine kleine Provision dafür und das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank dafür. Wenn du mehr von unserer Reise sehen möchtest, dann schau doch einfach hier in die Playlist, da kannst du ein bisschen Binge-Watching über Ostern machen. Wenn du es nicht schon getan hast, abonniere doch einfach den Kanal und schalte die Glocke ein. Dann kannst du nämlich auch mitbekommen, wo wir hier gerade sind. Oder du folgst uns auf Instagram und Facebook, da bist du auch immer ein bisschen näher dran. Wir werden jetzt die Sonne genießen. Dafür sind wir ja losgefahren. Und es uns gut gehen lassen nach 2 Tagen intensiven Segeln. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und danke.